Hello Jane Millar. Hallo Jane Millar und Ian Green von SNOMED International und vielen Dank, dass ihr dabei seid in unserem Webinar über Pflegedokumentation und natürlich spielen Pflegeterminologien da eine große Rolle. Vor einigen Monaten, Jane, hatten wir ja schon zu dem Thema gesprochen, ganz besonders über die Zusammenarbeit von SNOMED International und dem International Council of Nurses, dem ICN. Die sind ja der Herausgeber des ICNP, der internationalen Klassifikation für die Pflegepraxis. International Classification of Nursing Practice. And there is a collaboration. Dein Fokus, Jane, bei SNOMED liegt ja bei der Zusammenarbeit mit anderen. Und in dem Licht, da hatten wir uns ja schon öfter gesprochen, und zum Beispiel um den Weg von SNOMED nach Deutschland sanft mitzubegleiten. Jetzt ist eben auch die Zusammenarbeit mit ICNP gestartet. Worum geht es bei eurer Kollaboration zwischen euch und ICN bzw. dem Thema ICNP? So, thank you. We're both pleased to be here and talk to you about the work we've been doing. We have been working with ICN for over 10 years, and because ICN and ourselves felt that there needed to be a close connection between SNOMED CT and ICNP. And so to do that, we produced together two maps, effectively, between ICNP and SNOMED for nursing interventions and nursing diagnoses. And over a number of years, they undertook a project of doing an evaluation, which went right across the world. And came to the conclusion, and it was a very difficult one for them, that they needed to work much more closely with SNOMED International as a partner. And we, in the future, will be producing and releasing, distributing ICNP on behalf of ICN. And it will be a separate component. It is integrated into SNOMED CT, the whole of that content. On the other hand, for those who have got electronic health records and are using SNOMED, they will be able to get it as part of SNOMED CT. Das sind wirklich großartige Neuigkeiten. Und ich möchte an dieser Stelle noch einmal betonen, dass die Verantwortlichkeit für den Inhalt und die Pflege des Inhalts für ICNP vollständig bei ICN bleibt, wenn ich das richtig verstanden habe. They totally have governance over the content. We have nothing to do with that. We are just we author the content and put it into the set for them and into SNOMED. But they have total governance over it, and every decision as we author is reviewed by them and signed off by them in conjunction with ICN on behalf of ICN. But after that, ICN will make decisions about what content they want to be added to it, taken away, whatever. Vielleicht muss man an dieser Stelle mal erwähnen, dass Deutschland ja erst seit 1. Januar Mitglied bei SNOMED International ist und dass es eben eine Mitgliedschaft ist und kein Kauf einer Lizenz in diesem Sinne, was auch bedeutet, dass man eben mitmachen muss bei SNOMED International, um es weiter voranzubringen, auch für den deutschsprachigen Sektor. Und das bringt mich jetzt zu Ian Green. Ian, du bist der Koordinator für die Beteiligung der Menschen aus dem medizinischen Fachumfeld, wenn man das mal so ausdrücken kann, also den Ärztinnen und Ärzten, Pflegekräften und so weiter. Es gibt ja eine Nursing Clinical Reference Group, heißt die, glaube ich. Können sich Deutsche auch einbringen in diese Gruppe, zum Beispiel zu bestimmen, was man übersetzt und so weiter? So the short answer is yes, but let me give you a slightly longer answer. Sure. Natürlich. So in terms of SNOMED International, we've adopted an approach for clinical engagement, which involves clinical reference groups. So we have set up a number of clinical reference groups, of which nursing is one of them. Yeah. The idea of those clinical reference groups really are for any
clinician or indeed anyone with an interest in that clinical area to join the group. The group then advises and discusses nursing related issues in this case. But the nursing reference group is open to all. In fact, if you go on to just searching Google for the SNOMED International Nursing Clinical Reference Group, you can access the site. But the group is open to all. We'd actually encourage people to join. Nursing, and I would say this because I've got a nursing background, but nursing is a fundamental piece of the jigsaw of healthcare. And it is important that we get that content right. You know, nursing documentation accounts for a lot of healthcare documentation globally. Ja, gut, das zu hören, und ich bin sicher, dass es in Deutschland Leute geben wird, die sich daran beteiligen wollen, an dieser Nursing Clinical Reference Group. Zum Schluss vielleicht nochmal das Thema Internationalität. Ich freue mich immer sehr, wenn eine internationale Community an so etwas wie ICNP mitwirkt. Und ich glaube, Portugal ist da sehr engagiert. Und gibt es noch andere Länder, die bei ICNP mitmachen wollen oder schon mitmachen, vielleicht neben Deutschland, was vielleicht in der Zukunft mit dabei ist? Kann das jemand von euch beiden beantworten? I think just picking that up, with the relationship we now have got with ICN and the fact that ICNP is integrated with SNOMED, and we've got more nurses that are being exposed to electronic health records and SNOMED. This facilitates them being able to use some of their own language, the language that they want for specific purposes related to ICNP, works for nursing practice. So what we're finding now is that a number of countries that were thinking about where they went with nursing terminologies, they're now moving towards SNOMED. So we've seen, I mean, Norway, ICNP, we've seen Ireland, they're moving towards that decision. But what you need is the national acceptance of it so that people are using the same terminology. So we are seeing many more countries doing it, which I think it shows that the relationship is a success and will be a real positive for ICN themselves. Ja, danke für diese Ausführungen, und ich hoffe wirklich sehr, dass sich Deutschland auch an dieser ganzen Sache beteiligen wird. Wir haben ja eine ganze Reihe von Unternehmungen hier, beispielsweise Pflegedokumentation in der nationalen elektronischen Patientenakte. Also man kann nur hoffen, dass Deutschland dort auch mitmachen wird. So I think that's really worth going into it. Thank you very much. Nochmal vielen Dank euch beiden, dass ihr heute mit dabei wart bei unserem Webinar, und ich hoffe, wir treffen uns bald wieder, dann hoffentlich live bei einem Glas Wein oder so ähnlich. Thank you very much. Goodbye. Bye-bye. Bye.